Sie tun etwas, haben ein Anliegen, wollen bewegen, geben Zeit. Menschen, die sich gesellschaftlich einbringen. Ehrenamtlich unterwegs. Wenn sie auf dem Weg zum Gießener Landgericht ist, weiß sie nie, was in den nächsten Stunden auf sie zukommt. Nur, dass es um eine Straftat geht, die sie beurteilen soll. Ich bin Michelle Burkhardt. Normalerweise arbeite ich als Personalrecruiterin. Ehrenamtlich bin ich tätig als Chefin. Seit 4 Jahren wird sie ins Gericht gerufen, maximal 12 Mal im Jahr. Ihre Aufgabe, mit einem weiteren Schöffen an Verhandlungen teilzunehmen und gemeinsam mit dem Richter ein gerechtes Urteil zu finden. Ich weiß, wo Sie sind. Danke. Das Gesetz sieht für jedes Strafverfahren Schöffen vor, quasi als Stimme des Volkes. Sie müssen dabei sein. Aber im Gegensatz zu Berufsrichtern sind Schöffen im ehrenamtlichen Einsatz. Der Ablauf ihres Einsatzes ist immer gleich. Also wir werden geladen zu einem bestimmten Raum, da müssen wir uns dann melden und entweder haben wir jetzt Glück und da ist schon jemand drin oder ich muss halt noch auf den sitzenden Stühlen warten. Gut. Jetzt warten wir, bis der Richter kommt und dann erklärt er uns, worum es hier geht. Und wenn wir dann alles wissen, was wir wissen müssen, sagt er draußen Bescheid, dass wir loslegen können. Und aus dem Gerichtssaal ruft jemand an, dass wir reinkommen können. Welche Geschichte hinter der Tür wartet, wer der Angeklagte ist, was er getan hat, das erfahren die Schöffen erst kurz zuvor. Denn sie sollen sich nicht vorbereiten, sondern unbelastet dem Richter zur Seite stehen. Ja, je nachdem, wie viele Richter da sind. Wenn nur der Vorsitzende Richter da ist, setzen wir uns daneben. Sind 3 Richter da, setzen wir uns hier vorne hin. Die ersten Verhandlungen war ich sehr, sehr gespannt, wie es wird, nervös. Vor allem, man sitzt ja auch mit dem Richter, teilweise auch oben am Richtertisch. Da hat man echt Respekt vor, absolut. Wenn man weiß, man kann hier wirklich was sagen und am Ende zählt das, was man nachher hier auch sagt. Mein erster Fall, da ging es um Beleidigung, Bedrohung über WhatsApp. Ich hatte schon Drogenhandel, Wirtschaftskriminalität und jetzt das letzte, da ging es um Kinderpornografie. Ich kann das, was ich sehe, was ich höre, was mir in den Kopf kommt, mitteilen, meine Meinung geben, wie ich das Ganze sehe. Aber dass ich hier jetzt wirklich vom Fach sprechen kann, weiß ich, kann ich nicht, wissen die, kann ich nicht. Aber das deutsche Rechtssystem sieht Schöffen zwingend vor. Ohne sie keine Verhandlung und kein Urteil. Der Verantwortung bin ich mir bewusst, deswegen versuche ich dann natürlich auch, das so gewissenhaft wie möglich zu entscheiden. Ne? Ob es natürlich richtig ist, weiß leider nie einer. Schöffen werden für 5 Jahre gewählt. Vor Michelle Burkhardt liegt noch ein letztes Jahr, dann könnte sie sich nochmals bewerben. Aber sie ist mittlerweile 2-fache Mutter und wird wohl ausscheiden. Hier, Verhandlung vorbei. Jennifer Hege von der Schöffen-Geschäftsstelle bedauert das. Denn gerade junge Schöffen sind selten, obwohl das Amt unverzichtbar ist. Gesellschaftlich ist es wichtig, weil eben auch einfach ein normaler Bürger seine Meinung dazu geben kann. Bestes Beispiel sind Jugendsachen, wo man einen männlichen und einen weiblichen Schöffen hat, die eben Mutter und Vater mimen sollen, damit man eine Meinung von einem Mann eben wie auch einer Frau hat, die meistens ja auch auseinandergehen. Und gerade in so einem Punkt ist es sehr wichtig, dass man sagt, man hat verschiedene Meinungen und nicht nur die Juristenmeinung, damit das alles in einen Topf kommt und man ein faires und ein gutes Urteil bekommt. Aber über fremde Menschen und Taten richten, das ist nicht immer einfach. Man denkt auf jeden Fall drüber nach, also spurlos geht es nicht an einem vorbei. Ich rede zu Hause mit meinem Mann darüber, aber das war's auch. Und nach 1, 2 Tagen kann ich es dann auch, ich sag mal, abschütteln. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich da Nächte wach liege oder abends nicht einschlafen kann, sonst wäre ich da auch falsch, sonst müsste ich da echt dringend raus. Schöffen können etwas bewegen. Mit ihnen gibt es kein Urteil hinter geschlossenen Türen, keine heimliche Ungerechtigkeit. Michelle Burkhardt findet das wichtig.
Also ich habe gehört, dass tatsächlich ja das Schöffenamt dass das sehr schwierig ist, dafür Leute zu kriegen. Und ich kann nur jedem wärmstens ans Herz legen, es mal zu probieren, wenn man die Möglichkeit hat, sich zu bewerben und es mal zu versuchen. Das ist sehr, 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 sehr interessant. Ja, es geht Zeit drauf. Ja, das muss man schon sagen, aber es ist die Erfahrung, finde ich persönlich auf jeden Fall wert. Und beim nächsten Mal Pflanzen und Gärtnern für mehr Natur in der Stadt. Es muss dringend was gemacht werden und es ist eigentlich so einfach, was zu machen. Caroline Bechtold im ehrenamtlichen Einsatz für Wildblumen und Insektenvielfalt.